Da sind wir. Wir besuchen heute eine alte, gruselige Kapelle direkt vor uns, gesäumt von einem buschigen Weg, sicher mal gepflegte Hecken. War das Ganze gerade zu Kriegszeiten recht fies. Hier waren die Lazarett untergebracht und hier wurden natürlich sämtliche Toten aufbewahrt bis zur Bestattung. Einen Friedhof soll es ja wohl auch noch in der Nähe geben, einen alten Soldatenfriedhof, wo irgendwas 1033 Soldaten begraben sind. 1033. Und da laufen wir schon drauf zu, das Kreuz mit dem Schiffchen. Im Namen, im Namen des Vaters, des Sohnes und des heiligen Urbex Geistes betreten wir das Haus des Herrn. Das Bild eines Heiligen, wer ist es denn? Johannes der Täufer, der den Kleinen dahin bringt? Geraten. Wer es besser weiß, sagt Bescheid. Wie du mich schonst, was steht da? Will ich dir dienen? Will ich dir dienen. Wir haben ja noch Kerzchen, Friedhofskerzchen. Da lag bestimmt, stand der Messbecher bestimmt mal drauf. Und ein Kelch. Kleines Engelchen. Ja, da ist ein drin. Ja, der kleine Engel. Mit einer Kristallkugel oder Perle auf einem Buch sitzend. Süß. Ja, wahrscheinlich stand hier der Sarg. Genau. Hier stand der Sarg. Zur Trauerfeier. Hier hat die Trauerfeier Platz genommen auf dem Stühlchen. Ein andächtiger Ort hier. Die zwei Fake-Kerzen hängen auch noch rechts und links. Hinter die Kulissen schauen. Fliegen surren durch die Luft. Gekachelte Bereiche. Okay. Schränke. Hier ist noch der Ablauf. Das hier war dann wahrscheinlich so Aufbahrungsbereich, ne? Wo die Toten dann nochmal schick gemacht wurden. Hier stand wahrscheinlich ein Tisch drauf. Oh, was habt ihr denn da Schönes? Wir vermuten, es war entweder so ein Aufbahrungsraum, wo hinter den Kulissen der Verstorbene nochmal schön gemacht wurde, Anzug angezogen wurde. So. Oder, was ich nicht glaube, Obduktion. Das wird ja eigentlich im Krankenhaus gemacht. Ja, also was durchaus sein kann, ist, dass hier die Leichenpflege passiert ist. Nochmal schön aufgewahrt für den letzten Gang. Mit Waschbecken daneben, Kittel, ja. Klingt plausibel. Auch mit diesem Ablauf im Boden. Ja. Oh, ja. Hiermit wurde dann der Sarg bzw. der Tote hinabgefahren in die Kühlkammern. Wahrscheinlich mit so einer Bahre hier rausgerollt. Über den Weg. Und dann zack hinab. Richtig mit Motorenkraft, dass er hier den Vogel macht. Ich hoffe, das war nicht die Leichensackkarre. Aufrecht stehend. Oh ja, das ist Oh, ja. Okay. Hier konnte vielleicht noch... Nee, das hat nichts mehr mit dem Original zu tun. Das hat irgendwelche gruselig hingestellt. Das ist so ein Papier wie Fotos. Ja. Aber hier die Kühlkammertür. Irgendwie ist Ja, wie viele Tote wohl hier drin schon lagen. wie viele haben wir eingepackt? Mindestens 3, würde ich sagen. Ich habe mal in der Kühlkammer mir ein Bier geholt und das Ding hinter mir zugezogen, weil ich so dachte, ja, die lässt ja nicht offen stehen, geht ja die ganze Kälte raus. Und dann stand ich da drin und sehe so, oh, okay, wie komme ich denn jetzt hier raus? Das hat keinen Griff. Also normalerweise haben die alle so einen roten Notfall-Button. Den sehe ich jetzt hier nicht, vielleicht war es das Ding mal. Aber eigentlich kommt man da immer wieder raus. Wenn der allerdings kaputt ist, ich habe kurz Panik geschoben, weil das Ding funktionierte nicht. Ich habe da richtig 3, 4, 5 Mal gegengehauen, bis das aufging. Boah, ich war schweißgebadet, als ich da rauskam, nach 15 Sekunden. Also, Vorsicht mit Kühlkammern. Handyempfang habt ihr da auch nicht. Hier habe ich ihn gefunden.
dieser Notöffner von innen. Ne? Normal kann man so ein Teil nämlich immer aufmachen. Also die kann man nicht mehr schließen, die kann man hier einmal 360 Grad drehen und da tut sich gar nichts. Also wenigstens kann man hier keinen mehr einsperren. Ja, ist gut. Ja, wir rätseln gerade, was das für ein Konstrukt war. Also man will ja gleich zum Einächern der Toten, aber ich weiß nicht, es konnte sich irgendwie hier schwingen, da kommt ein Topf drauf. Vielleicht ist das so ein altes Kochgerät, dass der Topf nicht, dass das ein bisschen schwingt da drinnen, dass es nicht ankocht. Leute, wenn ihr es wisst, schreibt es gerne in die Kommentare. Wir haben echt keine Ahnung, was das in der Kapelle zu tun hat. Ja, also das Ding ist hier aufgehangen, kann halt hin und her baumeln. Hier ist noch irgendeine Halterung für vielleicht einen Topfdeckel oder keine Ahnung. Für mich sieht es küchenmäßig aus irgendwie. Aber klärt uns auf, wenn ihr es wisst. Ach, sind hier Teile schon abgefallen? Da war noch mehr? Oder Holzteile, die dazugehörten? Ich weiß es nicht. Was ist das, Leute? Sagt uns das mal. Hier liegt ein alter Sarg. Oh. Und von der Größe her würde ich fast darauf tippen, dass das ein Kindersarg ist. Man erkennt noch deutlich die Strukturen. Ja, immerhin ist er hier am Zerrotten und musste nie zum Einsatz gebracht werden. Ne? Ein gutes Satz. Könnte vielleicht auch mal ein Sarg gewesen sein. Hier sind ja noch die Verzierungen, guck mal. Ja, so richtig schöne Ornamente. Alles schon zerfallen. Spooky Wookie. So, ab ins Obergeschoss. Vorbei am Leichenaufzug. Zurück ans Tageslicht. Oh, hier ein alter Tank. Womöglich irgendwie mit Formaldehyd, um die Leichen zu präparieren, damit die nicht weiter schimmeln, gammeln. Ja. Gruselig der Ort. Zum Glück sind wir hier bei Tageslicht. Was ist los? Wir haben ja unten den Tisch gefunden mit dem Ablauf. Ja. Hier haben wir Formaldehyd. Das ist ja zur Konservierung von Toten. Dann wird das Blut abgelassen und das Formaldehyd in den Blutkreislauf, in die Venen eingeführt. Ja, und so wird es konserviert quasi, ne? Ja, also haben die quasi eine Mumifizierung hier gemacht, so gesehen. Habe ich mir auch so gedacht in der Art. Mhm. Ja, fies. Gut, dass wir hier bei Tageslicht sind. Ja. Nicht sehr vertrauenserweckend hier die Böden. Alte Vorhangleiste. Und hier sind wir schon im Dachstuhl. Oh, alter Kachelofen. Datum? Nirgends. Kein Datum. Oh, ein kleines Kämmerchen hier. Oh, hier scheint einer noch gehaust zu haben. Hallo! Aber hier kann jetzt eigentlich keiner sagen, wir haben eigentlich alle Eckchen abgeguckt. Was liegt da herum? Was ist das? Hier ist ein ganzer Karton, guck mal. Was ist denn das? Weiß ich nicht, irgendwas. Irgendwelche Sockel oder sowas? Verzierungen. Ja. Vielleicht wie die Särge oder so. Ja, vielleicht hatten die so Pfoten, auf denen die stehen. Stimmt. Schon leicht löchrig, das Dach. Hier auch nochmal sowas zum Aufbauen oder so. Oh, hier sieht es echt noch nach Frühstück aus. Mit Kippen. Wer geht mal, lässt seine Kippen hier? Ja, weil das ist schon länger. Ja, das ist alles alt. Nur die Kippen sehen noch von den Filtern her recht neu aus. Ja, mit Herzchenanhänger dabei. Ja, und so verlassen wir unseren Mini-LP-Kapelle mit Leichenhalle und Obduktionszimmer. Wir hoffen sehr, es hat euch gefallen. Schöne kleine Location. Gruselig war's. Lasst uns gerne ein Abo und ein Like da. Bis zum nächsten Mal.